Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Das Buch Teuer. Die Wahrheit über Inflation, ihre Profiteure und das Versagen der Politik von Maurice Höfgen liefert eine tiefgreifende Analyse der aktuellen Inflationslage in Deutschland und weltweit. Höfgen nimmt sich der Frage an, warum die Preise in den letzten Jahren so deutlich gestiegen sind, wer von dieser Entwicklung profitiert und wer die eigentlichen Leidtragenden sind. Neben einer umfassenden historischen Einordnung bietet das Buch einen kritischen Blick auf die Politik und deren zum Teil unzureichende oder fehlgeleitete Maßnahmen im Umgang mit Inflation. Der Autor beleuchtet dabei nicht nur volkswirtschaftliche Grundlagen, er geht auch auf psychologische und politische Dimensionen der Preissteigerungen ein. Höfgen möchte seine Leserschaft dafür sensibilisieren, wie komplex das Wechselspiel von Angebot, Nachfrage, politischer Intervention und gesellschaftlichen Folgen tatsächlich ist. Durch eine klare Sprache macht er wirtschaftliche Zusammenhänge auch für Laien verständlich und räumt mit einigen Mythen rund um Inflation, Geldschöpfung und angeblichen Sündenböcken auf. Das Buch richtet sich an alle, die mehr über die Hintergründe steigender Lebenshaltungskosten erfahren möchten und nach gesellschaftlich sinnvollen sowie nachhaltigen Lösungen suchen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: die Ursachen der Inflation. Maurice Höfgen erläutert die verschiedenen Ursachen für Inflation. Er betont, dass Inflation nicht lediglich ein isoliertes Problem, sondern das Ergebnis eines komplexen Wechselspiels aus Angebotsengpässen, steigenden Produktionskosten und politischen Rahmenbedingungen ist. Dabei analysiert er, wie externe Schocks, wie etwa die Pandemie oder internationale Konflikte, Lieferketten unterbrechen und für Verknappungen sorgen können. Besonders interessiert ihn das Zusammenspiel zwischen Energiepreisen, globalen Rohstoffmärkten und der Rolle von Staaten bei der Regulierung. Weitere zentrale Punkte sind die Lohnpreisspirale und die Bedeutung von Inflationserwartungen. Höfgen verdeutlicht, dass das Zusammenspiel dieser Faktoren dafür sorgt, dass Preissteigerungen nicht linear und planbar ablaufen, sondern in Wellen kommen können. Er distanziert sich von simplen Erklärungsansätzen und fordert dazu auf, Inflation nie isoliert zu betrachten, sondern stets im gesamtwirtschaftlichen und politischen Kontext zu sehen. Zweitens: die Profiteure der Preissteigerungen. Ein zentrales Anliegen des Buchs ist die Frage, wer wirklich von der Inflation profitiert. Höfgen arbeitet heraus, dass vor allem große Unternehmen mit Marktmacht und Akteure in spekulativen Finanzsektoren steigende Preise nutzen, um ihre Gewinnmargen auszuweiten. Dabei geht es ihm nicht um ideologische Zuschreibungen, sondern um eine faktische Analyse der Machtverhältnisse auf den Märkten. Er weist nach, wie Konzerne durch sogenannte Preissetzungsmacht überproportional von Preiserhöhungen profitieren können, während Konsumenten und kleine Unternehmen in der Klemme stecken. Auch der Immobiliensektor und Vermögensbesitzer werden als Nutznießer identifiziert, denn Sachwerte können ihren Wert in Inflationsphasen oft besser erhalten oder sogar steigern. Besonders kritisch sieht Höfgen, dass diese Mechanismen häufig von der Politik nicht erkannt oder nicht adressiert werden, was zu einer weiteren Umverteilung von unten nach oben führt. Drittens: die wirklichen Verlierer. Bevölkerung und Mittelstand. Höfgen beschreibt detailliert, wie sich Inflation auf verschiedene gesellschaftliche Gruppen auswirkt. Am stärksten betroffen sind Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen, die einen Großteil ihres Geldes für Grundbedürfnisse ausgeben müssen. Für sie bedeutet Inflation reale Wohlstandseinbußen, da Löhne meist nicht im gleichen Tempo steigen wie die Lebenshaltungskosten. Hinzu kommt, dass sozialstaatliche Kompensation oft zu spät oder zu gering ausfällt. Der Mittelstand leidet besonders, wenn sich Preissteigerungen mit stagnierenden Einkommen und höheren Kreditkosten paaren. Höfgen beleuchtet hierbei Fehlanreize in der Politik und zeigt, wie kurzfristige Maßnahmen, wie Steuersenkungen auf Energie, langfristige Probleme nicht lösen, sondern eher verschieben. Das Kapitel thematisiert auch mögliche psychosoziale Folgen wie Unsicherheit, Vertrauensverlust in Politik und Wirtschaft und die Gefahr wachsender sozialer Spaltung. Viertens: das Versagen der Politik. Ein zentraler Abschnitt des Buches ist die Analyse der politischen Reaktionen auf die Inflationskrise.
Höfgen setzt sich kritisch mit den Entscheidungen der europäischen Zentralbanken und der Bundesregierung auseinander. Er argumentiert, dass viele Maßnahmen zu kurz gedacht oder auf falsche Ursachen zugeschnitten sind. Insbesondere moniert der Autor, dass sich die Politik oft von kurzfristigen Stimmungen und medialem Druck leiten lässt, statt strukturelle Ursachen anzugehen. Er nennt Beispiele für Missmanagement, wie die späte Einführung von Preisbremsen, unzureichende Unterstützung für Bedürftige und Zögerlichkeit in der Energiepolitik. Höfgen fordert eine politisch-ökonomische Gesamtstrategie, die nicht auf Symptombekämpfung, sondern auf Prävention und gestaltende Rahmenbedingungen setzt. Er analysiert kritisch die Rolle von Interessenverbänden und Lobbyismus, die effektive Lösungen blockieren können. Schließlich Lösungen und Auswege aus der Inflationsfalle. Im letzten großen Themenblock präsentiert Höfgen Lösungsansätze und konkrete Vorschläge, um die Folgen der Inflation zu mildern und künftige Inflationswellen besser zu bewältigen. Dazu zählt eine nachhaltige Energiepolitik, die Abhängigkeit von volatilen Rohstoffmärkten verringert. Er spricht sich auch für eine zielgerichtete Sozialpolitik aus, mit flexibleren Transfersystemen, die schneller auf Preissteigerungen reagieren können. Höfgen betont die Notwendigkeit einer stärkeren Regulierung von Märkten, um Preissetzungsmacht einzudämmen und faire Wettbewerbsbedingungen zu sichern. Darüber hinaus fordert er eine kritischere Kontrolle von Finanzmarktakteuren, die spekulative Blasen begünstigen. Abschließend schildert er die Bedeutung ökonomischer Bildung, um Mythen rund um Inflation zu entlarven und die Gesellschaft für langfristige Herausforderungen zu sensibilisieren. Zusammenfassend: Das Buch empfiehlt sich für Leserinnen und Leser, die wirtschaftliche Zusammenhänge verstehen wollen, ohne ExpertInnen sein zu müssen. Besonders angesprochen sind politisch Interessierte, Studierende, ArbeitnehmerInnen, Führungskräfte sowie EntscheidungsträgerInnen aus Wirtschaft und Gesellschaft. Der klare und analytische Stil macht es auch für alle zugänglich, die sich bislang wenig mit makroökonomischen Themen beschäftigt haben, aber direkte Auswirkungen im Alltag spüren, etwa durch steigende Energie- und Lebensmittelpreise. Der Mehrwert des Buches besteht darin, dass es nicht nur erklärt, warum Inflation entsteht, sondern auch, wer die wahren Profiteure und Verlierer sind. Höfgen bietet einen Werkzeugkasten, um aktuelle Entwicklungen besser zu bewerten und sich als Konsument, Arbeitnehmer oder Unternehmer entsprechend zu positionieren. Neben sachlicher Aufklärung legt das Buch den Finger in die Wunde einer Politik, die oft an Symptomen statt an Ursachen arbeitet. Im Vergleich zu anderen Werken beschränkt sich Teuer nicht auf trockene Theorie, sondern verbindet analytische Tiefe mit lebensnahen Beispielen und praxisnahen Ratschlägen. Wer nachhaltige Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit sucht und sich nicht mit vereinfachenden Antworten zufrieden geben will, wird in diesem Buch tiefe Erkenntnisse und Anregungen finden. Es ist ein Weckruf und Mutmacher zugleich, denn es zeigt Wege auf, dem Gefühl der Ohnmacht angesichts steigender Preise entgegenzutreten. Wenn Sie unterstützen möchten, Maurice Höfgen, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.